Allein im letzten Jahr sind schon über 100.000 Arbeitsplätze in der deutschen Industrie weggefallen. Nur noch 40% der Deutschen sind der Meinung, dass es sowas wie echte Meinungsfreiheit in diesem Land gibt. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Beim Bürgergeld will die Regierung einsparen. Wenn es um Ungleichheit geht, dann ist Deutschland eine der ungleichsten Demokratien in der Welt. Ja, es liegt eine gewisse Depression über dem Land. Zurück in einem Raum ohne Farben, in einem Zimmer ohne Bett. In einem Land, das sich anfühlt wie ein Haus ohne Fenster, in dem selbst dann Dunkelheit weilt, wenn draußen die Sonne scheint. Zurück in Deutschland. In den vergangenen 7 Jahren jagten wir das Licht in der Ferne. Wir liefen nicht davon, wir liefen los, hinaus in diese weite, wilde, wunderschöne Welt. Nun sind wir wieder hier. Und wir möchten bleiben, ankommen, Wurzeln schlagen, ausgerechnet in diesem Land, das sich zunehmend entwurzelt fühlt. Unterwegs haben wir allerdings gesehen, dass hinter jedem noch so schönen Horizont ein Schatten lauert. Doch ebenso ein Topf voller Farben. Und dass sich damit jede Wand, so schwarz sie auch scheint, überstreichen lässt. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Wenn wir an unsere Reisen zurückdenken, sehen wir keine Postkartenmotive. Wir sehen uns, einsam und verzweifelt, in Zelten bei Sturm, erschöpft am Straßenrand. In Momenten, in denen alles zu kippen drohte und es dennoch weiterging. Wir sehen Narben und das, was aus ihnen wuchs. Stärke, Zuversicht, Vertrauen. In uns selbst und in das, was kommt. Wir möchten also auch hier anpacken und aufbauen, statt meckern und einreißen. Ja, Deutschland wirkt müde, verunsichert, gespalten. Und ja, unsere Zukunft bröckelt wie der Putz unserer Schulen. Doch egal, wo wir waren, das Leben ist nirgends leicht. Jedes Land, jeder Ort, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Aber nur selten wiegt es so schwer, dass wir unter seiner Last zerbrechen müssen. Schon gar nicht, wenn wir es gemeinsam schultern. Zeit also für Optimismus, für einen Neuanfang, für uns, für unser Leben, für dieses Zuhause, das noch keines ist. Und für dieses Gebrochene und Starke, dieses Kaputte und Schöne, dieses arme, reiche Land, das wir wieder Heimat nennen möchten. Es ist einfach unglaublich, was wir in diesem Jahr schon alles erlebt haben. Es kommt mir so vor, als wären 3 Jahre vergangen, aber eigentlich war das alles in einem Jahr, ne? Ja. Ich finde halt krass, dass man trotz allem jedes Mal, wenn man nach Deutschland zurückkehrt, wie schnell es dann doch geht, dass man sich so fühlt, als sei man nie weg gewesen. Also man kommt wieder mit so einem bestimmten Mindset, sage ich mal, oder mit einem Gefühl und so eine Zuversicht und Optimismus, Hoffnung und so weiter und so fort. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das verloren geht, sobald man jetzt wieder hier im deutschen Alltag ist, aber dass sich das dann doch so ein bisschen so wie eine Kerze ist, die dann langsam abbrennt. Also ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir hier waren, so zwischen der Fahrradreise und der Fernost-Backpacker-Tour, da war mir das irgendwie so befremdlich, dass die Leute hier so eine gewisse Mecker-Attitüde an den Tag gelegt haben, so viele, weißt du? So, in Deutschland ist alles scheiße, bla bla bla. Und ich muss sagen, dass ich dieses Mal das recht schnell auch selbst so verinnerlicht habe. Jeden Tag, weißt du, wache ich auf und check erstmal so die Nachrichten. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mich nicht wirklich innerlich aufrege über die gesellschaftspolitischen Entwicklungen im Land. Weißt du, was ich meine? So? Wenn du jetzt an Saudi-Arabien zum Beispiel zurückdenkst, so morgens, du wachst im Zelt auf. Wir hatten ja trotzdem unsere Handys und haben ja trotzdem irgendwie so uns auf dem Laufenden gehalten, was so abgeht in Deutschland und was generell so auf der Welt passiert. Was war da anders? Ich glaube, man war mehr bei sich
weil man hatte zu dem Zeitpunkt andere Struggles, die irgendwie mehr im Moment waren. Und man war selber mehr im Moment. Ich will halt einfach sagen, so, wenn ein Politiker irgendeine Aussage trifft, die man irgendwie scheiße findet, dann ist man halt hier mittendrin und dann ist das gerade mein Problem. Und wenn ich in Saudi-Arabien Fahrrad fahre, habe ich gerade andere Probleme als das. Ja. Man muss sich einfach anpassen und nicht zu sehr, so wie beim Reisen halt, dass man sich nicht zu sehr auf die Probleme fokussiert und dann in so ein Strudel gerät und alles negativ sieht, weil das kann halt beim Reisen auch passieren. So muss man sich hier halt auch vor Augen führen, so wenn man möchte, kann man was ändern und man sollte trotzdem mit einem positiven Mindset durch die Welt laufen. Ja. Ist es naiv, im Deutschland des Jahres 2025 optimistisch zu sein? Als wir 2018 auf unsere Weltreise aufbrachen, regierte Merkel. Die Arbeitslosenzahlen lagen auf Rekordtief. Russisches Gas wärmte unsere Häuser und was du Liebe nennst, schallte aus jeder Dorfdisco. Unsere 120 Quadratmeter große Wohnung kostete uns 600 € im Monat. Und selbst als Berufseinsteiger sparten wir in 1,5 Jahren 20.000 € für unser großes Abenteuer. Uns ging's wahrlich nicht schlecht. Und so konnten wir kaum nachvollziehen, warum das Land der Dichter und Denker damals schon eher einem Land der Schwarzmaler glich. Vielleicht war es auch dieser Pessimismus, der uns in die Ferne trieb. In unserer Abwesenheit aber kam Corona, dann der Ukraine-Krieg, dann Inflation und Rezession. Krisen legten sich wie eine Betonschicht nach der anderen über die Gesellschaft, bis kaum noch Licht hindurchdrang. Und vielleicht sind wir nun in ein Land zurückgekehrt, wo auch wir uns eingestehen müssen, es sieht nicht gut aus. Allein im letzten Jahr hat die Industrie mehr als 100.000 Stellen gestrichen. KI könnte bis 2030 3 Millionen Jobs ersetzen. Die Mieten in Berlin haben sich in einem Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Die Löhne natürlich nicht. Jedes 4. Kind lebt schon jetzt in Armut. Unsere Schulen sind kaputt, unsere Krankenhäuser am Limit. Unsere Brücken zerfallen. Um dieses kaputte System zu reparieren, sollen wir uns alle einfach mehr anstrengen. Die Jungen sollen härter arbeiten, die Alten länger. Die Agenda 2030 will den Kündigungsschutz aufweichen und bezahlte Krankheitstage streichen. Es wird gestritten um Bürgergeld und Rente, um Wehrpflicht und Stadtbild. Denn laut unserer Regierung ist nun die Zeit, aufzuräumen und den Gürtel enger zu schnallen. Aber ist der Kuchen wirklich kleiner geworden? In den ersten 18 Monaten von Pandemie und Krieg stiegen die Vermögen der reichsten Deutschen um 75%. Die 2 reichsten Familien in diesem Land besitzen inzwischen so viel wie 42 Millionen Deutsche zusammen. Und der VW-Chef verdient mehr als 10 Millionen € im Jahr und damit 200 Mal so viel wie einer seiner Angestellten am Fließband. Ich persönlich finde das nicht gerecht. Was mich aber noch trauriger stimmt, dass es keine Erzählung mehr von einem besseren Morgen gibt. Kein Plan, keine Vision. Doch worauf steuern wir zu, so ganz ohne Kompass? Vielleicht müssten wir uns also öfter fragen, was wir uns überhaupt wünschen. Für uns und für dieses Land. Ja, Frieden natürlich ist ein ganz großer Wunsch. Dass wir wieder eine Diskussionskultur in Deutschland haben und dass einfach nicht immer nur in Schwarz und Weiß gedacht wird, sondern dass wir einfach wieder miteinander reden. Dass Geld in Kinder und Jugend investiert wird für Bildung und dass Kinder Teilhabe haben. Das wäre mein Wunsch. Dass es mehr Europa wird. Als Deutschland allein, das macht keinen Sinn weltweit. Also wenn wir als Nation weiter bestehen wollen oder auch als Kultur, dann müssen wir als Europa weiter bestehen. Dass es friedlich bleibt und die Menschen auch vernünftig wieder miteinander umgehen und nicht so viel Gewalt auf der Straße oder auch in den Schulen und so. Da müsste sich, glaube ich, ein bisschen was ändern. Und ich denke, da sollte die Politik auch ein bisschen was zu beitragen. Mein größter Wunsch für Deutschland ist, dass Deutschland wieder seine Werte kennt, auch wieder ein bisschen zu den Wurzeln zurückgeht. Weil das, was momentan passiert in den letzten Jahren, sagen viele, gerade so wie ich, die hier groß geworden sind, aufgewachsen sind und die seit über, 49 Jahren hier in Deutschland leben, sagen, es ist nicht mehr das Deutschland, was es mal war.
Ja, unser Sonntagsspaziergang war auf jeden Fall sehr angenehm. Flohmarkt war leider nicht so erfolgreich. Wir haben nichts Passendes finden können. Ja, ich bin eh nicht so der Flohmarkt-Typ. Mir ist das ein bisschen zu wuselig und ich habe auch keine Geduld, mich da durch die ganzen Dinge zu wursteln. Aber war trotzdem ein schöner kleiner Spaziergang und ja, ich habe auch ein bisschen gefilmt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, konnte meine neuen Tools ausprobieren. Ich habe nämlich von Count Concept, unserem langjährigen Partner, einen neuen Rucksack zugeschickt bekommen und einen richtig, richtig geilen Filter. Ja, wir greifen schon seit Jahren auf die Produkte von Count Concept zurück. Egal ob beim Backpacken, bei Radreisen oder eben hier auf den grauen Straßen Berlins. Count Concept steht für durchdachtes, robustes und preiswertes Foto- und Video-Equipment. Ich habe jetzt 2 Stative von der Marke, ich glaube insgesamt 5 Filter und ja, diesen neuen Rucksack. Der ist richtig praktisch. Dort passt meine Kamera rein, ein Wechselobjektiv, meine Drohne, alles, was ich unterwegs zum Filmen brauche. Und dennoch ist er sehr kompakt und bequem und nicht so ein Riesenklotz, den ich da mit mir rumschleppen muss. Und ja, ein weiteres essentielles Tool, das ich jetzt auf jeden Fall immer nutzen werde, ist dieses Filterset hier. Es vereint einen variablen ND-Filter, also eine Art Sonnenbrille fürs Objektiv, mit einem CPL-Filter und so einem coolen Black Mist-Filter. Es gibt ein richtig praktisches magnetisches Schnellwechselsystem, das mir erlaubt, die Filter ganz easy hinzuzufügen oder abzunehmen. Ja, aber ich nutze am liebsten alle 3 Filter zusammen. In Kombination sorgt das nämlich für einen filmischen Look mit einem leichten Glow-Effekt. Ich bin von dem Ding wirklich begeistert und ärgere mich ein bisschen darum, dass wir es nicht schon früher gehabt haben. Ja, Count Concept, richtig geile Marke. Wenn ihr selbst kreativ unterwegs seid, schaut unbedingt mal bei uns in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich die Amazon-Links reingepackt. Und mit unserem Code DE-Notizen bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Danke Count Concept und danke euch fürs Zuschauen. Ja, diesem Land ging es schon mal besser. Aber leben wir tatsächlich im schlimmsten Deutschland aller Zeiten? Als meine Familie Mitte der 90er in die Bundesrepublik einwanderte, machten Neonazis Jagd auf Ausländer und steckten unter Beifall Asylbewerberheime in Brand. Knapp 10 Jahre später zählte das Land so viele Arbeitslose wie nie und wurde verspottet als der kranke Mann Europas. Und nochmals 10 Jahre danach riefen sogenannte Patrioten im Zuge der Flüchtlingskrise den Untergang des Abendlandes aus. Ohne die aktuellen Probleme kleinreden zu wollen. Aber war früher wirklich alles besser? Heute konsumiert jeder von uns an einem Tag so viele Informationen wie ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Doch um mal Albert Einstein zu zitieren: Information ist nicht Wissen. Die einzige Quelle von Wissen ist Erfahrung. Wenn ich durch Social Media scrolle, scheint alles zu kollabieren. Die Demokratie, die Gesellschaft, die Welt. Ein globaler Ausnahmezustand verpackt in Sekundenclips, serviert nach jedem Wisch. Wenn ich aber durch die Straßen Berlins laufe, Menschen sehe, lachen höre, Leben rieche, fühlt sich alles erstaunlich normal an. Das eine ist Information, das andere Erfahrung. Die Algorithmen sozialer Netzwerke verfolgen nur ein Ziel: uns so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. Und sie haben gelernt, wie das geht. Mit Emotion, mit Erregung, mit Empörung. Sie pushen, was polarisiert, was triggert, was knallt. Sie fluten uns mit allerlei Informationen. Doch mehr Information bedeutet nicht mehr Wahrheit. Nach der Erfindung des Buchdrucks verbreiteten sich 2 Schriften besonders rasant: die Bibel und ein Traktat über eine angebliche Hexenverschwörung. Die Folge? Hunderttausende unschuldige Frauen starben auf dem Scheiterhaufen. Nicht trotz, sondern wegen der neuen Informationstechnologie. Gut 500 Jahre später verbreitete das Militär in Myanmar Hass gegen die Rohingya auf Facebook. Verschwörungen, Lügen, Hetze. Vom Algorithmus belohnt mit Sichtbarkeit und Reichweite. Die Folge? Hunderttausende Menschen vertrieben, Tausende massakriert. Nicht trotz, sondern wegen der neuen Informationstechnologie. Heute basieren über 80% der Empfehlungen für Social-Media-Inhalte auf KI. Mehr als die Hälfte aller Inhalte auf TikTok und Instagram ist KI generiert. Was macht das mit uns? Vielleicht ist das beste Mittel gegen Angst, gegen Verunsicherung, gegen Spaltung, gegen das Gefühl, dass die Welt brennt, ganz einfach. Das Handy weglegen. Rausgehen. Selbst sehen, selbst fühlen, selbst erleben. Was erhoffst du dir so von den kommenden Jahren, von deinem Leben,
von Deutschland? Ja, das ist eine große Frage. Ich hoffe einfach, dass man hier irgendwie wirklich ankommt und sich ein Zuhause schafft und irgendwie Fuß fasst hier im Leben, ne? So, dass man sich nicht nur an die Stadt, aber auch an das Land irgendwie auf eine gewisse Art und Weise binden möchte. Es gibt ja einige Menschen, die momentan ganz im Gegenteil so ein bisschen ihre Bindung zu Deutschland verlieren. Ja. Weißt du? Also ich würde sagen, aus jedem politischen Lager gibt es diese Menschen, vermehrt. Ja. Was wünschst du dir denn von den gesellschaftlichen Entwicklungen, sage ich mal, politische Entwicklungen oder andersrum gefragt, wovor hättest du Angst? Also was würde quasi diese Bindung für dich zerstören? Ich finde es halt schlimm, wenn es halt in Extreme geht und ich hoffe, dass das halt ein bisschen weniger wird und dass man ein bisschen, ein bisschen chilliger über Sachen sprechen kann, aber es ist auch schwierig. Es sind schwierige Zeiten, aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich sag, einfach positiv zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. So. Einfach positiv zu bleiben, aber auch positiv Menschen zu begegnen, egal woher sie kommen. Ja. Wie siehst du das? Also für unser Leben, für unser Privatleben, sage ich mal so, habe ich jetzt nicht so große... Also da bin ich optimistisch. Ich fühle mich auch schon gebunden zu der Stadt. So. Und da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. So, was Deutschland betrifft, so... Ja, meine Wünsche sind da ähnlich wie deine, so, dass diese Spaltung zumindest nicht weiter zunimmt, dass ein gewisser Optimismus irgendwie erhalten bleibt und eine gewisse Hoffnung vor allem auch, dass es auch bessere Zeiten geben kann. So, aber ich muss auch ehrlich sagen, so, ich bin da schon auch ein bisschen pessimistisch, so, was das angeht, was die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht. Nicht für die nächsten 100 Jahre oder so, aber so für die nächsten 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Jetzt nicht so, dass alles ganz, ganz schlimm wird. Es ist halt gerade so eine Umbruchsphase, habe ich das Gefühl. Ich begreife es halt auch als Chance so. Und ich habe auch, und das stärkt sogar mein Bedürfnis, dann hier zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, so, jetzt gerade muss sich das Land und wir alle und die Gesellschaft irgendwie auch ein Stück weit neu erfinden und neu definieren. Gerade ist so ein bisschen Identitätskrise so. Und ich will da gerne dran teilhaben. Ich will auch ein Teil dieses Neugestaltungsprozesses sein. Ja. So. Und halt auf meine eigene Art und Weise. Mit den Möglichkeiten, die man halt hat. Ich wünsche mir halt auch, dass in diesen angespannten Zeiten und in dieser Umbruchsphase halt nicht, wie du ja auch schon gesagt hast, so das Menschliche nicht vergessen wird. Und dass Leute aus eigener Verunsicherung nicht zu hassen beginnen. Wie lernt man ein Land lieben, in dem man sich ein halbes Leben lang fremd fühlte und aus dem man immer wieder auszubrechen versuchte? Warum kehren wir überhaupt immer wieder hierher zurück? Vielleicht, weil Liebe kein Selbstläufer ist. Sie ist eine Entscheidung, die man wieder und wieder neu treffen muss. In Beziehungen zu Menschen, in Beziehung zu sich selbst, in Beziehung zum Leben. Und vielleicht ist auch Heimat kein Ort, der uns mit offenen Armen umschlingt, sondern eine verrostete Luke, die wir freischaufeln müssen. Wieder und wieder. Unter Schichten von Angst, Enttäuschung, Erinnerung. Unser letzter Versuch in Deutschland Fuß zu fassen ging gehörig schief. Damals kehrten wir zurück nach 5 Jahren Weltreise. Getragen von der Sehnsucht nach Normalität, nach Alltag, nach einem Ort, an dem wir uns lebendig fühlen konnten, ohne ständig weiterzuziehen. Doch kaum ein halbes Jahr später kauerte ich an einem grauen Dezembermorgen auf den kalten Fliesen unseres Badezimmers und weinte. In diesem goldenen Käfig, in dem es mir an nichts mangelte, kollabierte mein Körper. Er schrie, er raste, er brannte. Und ich war überzeugt, dass in diesem Moment alles enden würde.
Es war die erste Panikattacke meines Lebens. 6 Monate darauf brachen wir erneut auf. Wir flohen nicht vor Deutschland, sondern vor der eigenen Erstarrung. Vor einem Leben, das uns fremd geworden war. Also taten wir das, was uns Vertrautheit schenkt. Wir reisten. Mit Fahrrad und Zelt überquerten wir die Alpen Richtung Mittelmeer. Wir radelten durch Saudi-Arabien und den Oman bis an den Persischen Golf. Und wir zogen durch China, die Mongolei, Südkorea und Indonesien. Und nun stehen wir wieder hier. Dieselbe Wohnung, dieselbe Stadt. Erneut sind die Tage kurz, die Nächte lang, die Straßen so grau wie die Stimmung im Land. Doch wir sind nicht dieselben. Und vielleicht sind auch Länder wie wir Menschen. Sie brechen, sie taumeln, sie verlieren sich. Doch irgendwann, da finden sie zurück, zu einem besseren, stärkeren Selbst. Denn jedes Tief, so dunkel es auch ist, trägt den Keim eines Neubeginns. Für uns, für dich und vielleicht auch für dieses Gebrochene und Starke, dieses Kaputte und Schöne, dieses arme, reiche Land, das wir Heimat nennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke, dass ihr es auch bis hierhin ausgehalten habt. Und wir wollten uns auch nochmal bei den 30.000 Abonnenten bedanken. Dankeschön, dass ihr unsere Arbeit supportet und dabei seid und euch dafür interessiert, was wir zu sagen haben. Und wir wissen das wirklich sehr zu schätzen und sehen es auch absolut nicht als Selbstverständlichkeit an. Ja. Und ja, auch an alle, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier gelandet seid. Und ja, wir betteln wirklich auch ungern für Likes und so. Wir machen das ja auch wirklich sehr, sehr selten. Aber leider funktioniert das Game ein wenig so. Der Algorithmus funktioniert so. Deshalb, ja, wenn euch unsere Arbeit gefällt, wenn euch das Video gefallen hat, liked es bitte. Es gibt diese neue Funktion bei YouTube. Hypen. Also wenn ihr am Smartphone irgendwie unser Video guckt und dann bei den Kommentaren nach links swiped, dann ist da die Hypen-Funktion, kostet auch nichts und aber bringt uns halt was. Und das wäre super nett. Genau, es bringt halt einfach vor allem für uns Sichtbarkeit und das wird dann, also das Video wird dann Leuten ausgespielt, die uns vielleicht noch nicht kennen und so weiter und so fort. Wie auch immer. Ja, ansonsten freuen wir uns am meisten natürlich wie immer auf den Austausch in den Kommentaren. Ist immer favorite thing nach dem Upload eines jeden Videos, so zu gucken, ja, was ihr zu den Themen zu sagen habt, die wir da irgendwie behandeln. Und ja, wie ihr ja auch sicherlich wisst, wir lesen alle Kommentare und wir antworten eigentlich auch allen. Genau, so viel erstmal dazu. Also in den kommenden Videos, vor allem jetzt im Dezember und auch im Januar nächsten Jahres, wird es noch so ein paar Reisereflexionsvideos geben. Also wir wollen noch mal ein paar Themen anschneiden, die unserer Meinung nach bislang zu kurz gekommen sind. Und ja, danach wird der Fokus auf jeden Fall auf Deutschland und Europa liegen. Euch dürfte ja auch aufgefallen sein, dass wir immer wieder auch, egal wo wir in der Welt unterwegs waren, jetzt vor allem jetzt in diesem Jahr, dass wir immer auch einen Bezug zu Deutschland und zu Europa gesucht haben. Also wir haben es auch abermals in den Videos auch erwähnt, das ist irgendwie immer für uns persönlich sehr wertvoll am Reisen, dass man einen anderen Blickwinkel auf seine eigene Heimat bekommt und auch auf sich selber natürlich und auf seine Lebensweise und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend wollen wir einfach jetzt auch ein bisschen uns mit eben dieser Heimat beschäftigen, auch in den Videos. Es sind einfach wahnsinnig viele Themen, die uns privat beschäftigen, die uns eigentlich täglich mehr oder weniger durch den Kopf gehen und es gibt so viele Dinge, von denen wir glauben, dass es sich darüber zu reden lohnt. Da ist einfach gerade das Bedürfnis da, genau das zu tun und ja, auch unsere Reichweite noch mehr dafür zu nutzen, die Videos mit einem Mehrwert zu versehen. Genau, das ist so der Plan. Falls ihr spannende Themen aus Deutschland oder Europa habt, könnt ihr sie uns gerne in den Kommentaren reinschreiben oder eine E-Mail oder über Instagram. Voll. Und noch eine Sache dazu. Wir bräuchten auf jeden Fall auch ein bisschen Hilfe beim Film. Also es geht auch zu zweit immer alles, aber wir haben gemerkt, so okay,
manchmal stößt man da auch ein bisschen an seine Grenzen. Von daher, wenn ihr in Berlin wohnt und irgendwas im Bereich Film macht, schickt uns gerne eine Mail an eugenvonunterwegs@gmail.com. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch hier in der Videobeschreibung. Vielleicht kommen wir da zusammen und können da was Cooles machen. Abschließend noch, wie treue Zuschauer wissen, haben wir vor einem Jahr ungefähr ein Reisetagebuch rausgebracht, also ein Tagebuch zum Selbstausfüllen für euch. Also da sind so Fragen von uns drin und ja, ihr könnt das Ding auf eure Reisen mitnehmen und quasi eure eigenen Reisen mithilfe dieses Buches reflektieren. Und ja, wir haben davon noch 5 Stück hier rumfliegen und würden die gerne einfach verschenken an euch. Also falls ihr Interesse habt, ein Exemplar von uns zugeschickt zu bekommen, schreibt das einfach irgendwie in die Kommentare, also Tagebuch oder ich will gerne so ein Buch haben. Dann würden wir das einfach auslosen. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.